Wie überlebt man in Deutschland? Mein Abenteuer. Hallo zusammen, mein Name ist Max und vor 2 Wochen bin ich nach Deutschland gezogen. Alles hier ist neu, spannend und manchmal auch ziemlich verwirrend. Deshalb habe ich beschlossen, euch heute meine ersten Abenteuer in diesem Land zu erzählen. Vielleicht könnt ihr daraus etwas lernen, falls ihr euch eines Tages in einer ähnlichen Situation wiederfindet. Der Tag begann mit meinem ersten Besuch in einem deutschen Supermarkt. Mit einer langen Einkaufsliste und einem leeren Magen dachte ich, dass alles ganz einfach werden würde. Doch kaum war ich an der Kasse, fing das Chaos an. Die Kassiererin fragte mich, »Haben Sie eine Tüte dabei?« Ich war völlig verwirrt. Was meinte sie? Wo waren die Plastiktüten? Nach einem Moment begriff ich, dass in Deutschland Plastiktüten nicht automatisch ausgegeben werden. Man muss entweder seine eigene Tasche mitbringen oder eine kaufen. Oh nein, dachte ich. Ich habe natürlich keine Tasche dabei. Zum Glück konnte ich mir schnell eine Stofftasche kaufen und die Situation retten. Mit meinen Einkäufen und einer neuen Stofftasche in der Hand entdeckte ich jedoch ein weiteres Detail, das mich überraschte. Die Preise schienen höher zu sein, als ich erwartet hatte. Besonders bei den Flaschen Wasser. Ein anderer Kunde erklärte mir, das ist das Pfand. Pfand? Ich hatte noch nie davon gehört. In Deutschland zahlt man einen kleinen Betrag extra auf Flaschen, den man zurückbekommt, wenn man die Flaschen später zurückbringt. Das fand ich zwar ungewohnt, aber auch ziemlich clever. Wo finde ich den Pfandautomaten? Fragte ich die Kassiererin, die auf eine Ecke des Supermarkts zeigte. Dort entdeckte ich einen Automaten, der die Flaschen annimmt und mir einen Bon ausstellt. Das ist doch mal eine gute Idee. Noch ein letztes Hindernis wartete auf mich an der Kasse: die Geschwindigkeit. Die Kassiererin scannte meine Produkte blitzschnell, während ich verzweifelt versuchte, alles einzupacken. Die Leute hinter mir wurden ungeduldig und ich war total gestresst. Nächstes Mal würde ich besser vorbereitet sein und schneller packen. Vielleicht sollte ich auch einfach sagen, könnten Sie bitte langsamer scannen? Aber wer traut sich das schon? Auf dem Weg nach Hause fielen mir noch weitere Unterschiede auf. Die Menschen waren sehr organisiert, aber auch distanziert. Keiner sprach wirklich miteinander, selbst in einer langen Schlange. Doch als ich nach dem Weg fragte, waren sie unglaublich hilfsbereit und geduldig. Diese Mischung aus Zurückhaltung und Freundlichkeit fand ich sehr interessant. Besonders in kleineren Geschäften oder bei Bäckereien war mir aufgefallen, wie wichtig es ist, immer ein freundliches »Guten Morgen« oder »Hallo« zu sagen. Ohne das kam man nicht weit. Am nächsten Tag wollte ich mit der Bahn fahren. Ich war auf dem Weg in die Innenstadt und stand am Bahnhof vor einem Ticketautomaten. Die Anzahl der Optionen war überwältigend. Einzelfahrt, Tageskarte, Kurzstrecke. Ich hatte keine Ahnung, welches Ticket das Richtige war. Zum Glück half mir eine freundliche Frau. Sie erklärte mir, dass ich einfach die Option Einzelfahrt auswählen und mein Ziel eingeben musste. Als ich endlich mein Ticket hatte, war ich erleichtert. Doch kaum war ich am Gleis, bemerkte ich, dass ich mein Ticket stempeln musste. Das hatte mir niemand gesagt. Ein Kontrolleur machte mich darauf aufmerksam, war aber zum Glück nett genug, mir das Prozedere zu erklären. Seitdem vergesse ich nie, mein Ticket zu entwerten, bevor ich einsteige. Pünktlichkeit ist in Deutschland alles, besonders wenn es um Züge geht. Ich hatte keine Ahnung, wie ernst die Deutschen das nehmen. Mein Zug sollte um 14:03 Uhr abfahren. Ich war um 14:04 Uhr am Gleis und sah nur noch die Rückleuchten des Zuges. Jetzt plane ich immer genug Zeit ein. Und wenn ich unsicher bin, frage ich einfach, wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Eine weitere Besonderheit in der Bahn war die Ruhe. In meinem Heimatland sind Züge laut, voller Gespräche und Musik. Hier war alles still. Die Menschen schauten auf ihre Handys, lasen oder starrten aus dem Fenster. Ich habe schnell gelernt, dass Lautsein in öffentlichen Verkehrsmitteln als unhöflich gilt. Selbst Kinder schienen erstaunlich ruhig zu sein. Es war, als hätten sie diese Regel schon mit der Muttermilch aufgesogen. Nach diesem stressigen Start wollte ich mir am Abend etwas Gutes tun und ging in ein kleines deutsches Restaurant. Die Atmosphäre war gemütlich und ich freute mich auf mein Essen. Die Kellnerin kam und fragte, »Möchten Sie etwas trinken?« Ich bestellte Wasser, doch sie stellte mir eine Frage, die ich nicht erwartet hatte. Mit oder ohne Kohlensäure? Kohlensäure im Wasser? Das war neu für mich. Ich wählte stilles Wasser und machte mir eine mentale Notiz fürs nächste Mal. Das Essen war fantastisch und ich war rundum zufrieden. Doch als es ans Bezahlen ging, merkte ich, dass ich kein Bargeld dabei hatte. In vielen deutschen Restaurants kann man nicht mit Karte zahlen,
besonders in kleineren Lokalen. Zum Glück hatte ich genug Kleingeld in meiner Jackentasche gefunden, um die Rechnung zu begleichen. Ich habe auch gelernt, dass man dem Kellner direkt sagt, wie viel er behalten soll. Zum Beispiel, machen Sie 20 € bitte. Das bedeutet, dass der Rest als Trinkgeld gedacht ist. Eine praktische Methode, wie ich finde. Eine interessante Sache, die ich gelernt habe, ist, dass Trinkgeld in Deutschland zwar optional ist, aber meistens erwartet wird. Es ist nicht unbedingt ein fester Prozentsatz wie in anderen Ländern, aber die Leute geben normalerweise 5 bis 10%, wenn sie zufrieden sind. Neben dem Essen fiel mir auch der Umgang mit anderen Gästen auf. Die meisten Gespräche waren leise, niemand schaute zu lange auf andere Tische. Es gab eine angenehme Zurückhaltung, die ich sehr geschätzt habe. Und doch hatte ich das Gefühl, dass die Menschen hier sehr viel Wert auf gute Manieren legen. Ich beobachtete, wie jemand seinen Teller komplett leer aß und die Serviette sorgfältig zusammenlegte. Solche kleinen Gesten waren mir vorher nicht aufgefallen. Eine weitere Überraschung war die Freikörperkultur, FKK. In einigen deutschen Saunen oder an bestimmten Seen ist es völlig normal, sich auszuziehen. Am Anfang fand ich das ziemlich ungewohnt, aber ich habe gelernt, dass es hier einfach Teil der Kultur ist. Es geht dabei weniger um Nacktheit und mehr um die Idee von Freiheit und natürlicher Entspannung. Mit der Zeit habe ich auch ein paar Verhaltensregeln gelernt, die in Deutschland wichtig sind. Zum Beispiel sollte man an der Ampel warten, auch wenn keine Autos kommen. Einmal bin ich bei Rot über die Straße gegangen und ein älterer Mann hat mich streng angeschaut. Seitdem halte ich mich an die Regeln. In kleineren Städten ist es üblich, Fremde mit einem kurzen Hallo zu grüßen. Das fand ich anfangs seltsam, aber jetzt mache ich es auch. Eine Sache, die mich besonders beeindruckt hat, ist das Recycling. In Deutschland wird der Müll sehr genau getrennt. Es gibt Tonnen für Papier, Plastik, Bioabfall und Restmüll. Ich musste lernen, welcher Abfall in welche Tonne gehört. Einmal fragte ich meine Nachbarin, wo kommt das Plastik hin? Sie antwortete freundlich, in die gelbe Tonne. Jetzt fühle ich mich wie ein Recycling-Experte. Auch das Thema Stromsparen fand ich spannend. Viele Deutsche machen abends das Licht aus, wenn sie den Raum verlassen und benutzen Energiesparlampen. Am Anfang habe ich mich gewundert, warum es in manchen Häusern so dunkel ist, aber jetzt mache ich das auch. Eines Abends war ich bei meinen Nachbarn zum Abendessen eingeladen. Sie erklärten mir, wie man sogar den Biomüll richtig sortiert und dass es wichtig ist, Glasscheiben von Papieretiketten zu trennen. Es war faszinierend, wie genau diese Regeln befolgt wurden. Deutschland ist ein faszinierendes Land voller kleiner Herausforderungen. Ob im Supermarkt, im Zug oder im Restaurant. Jede Situation ist eine Chance, etwas Neues zu lernen. Diese ersten 2 Wochen waren aufregend, manchmal stressig, aber immer lehrreich. Und wer weiß, welche Abenteuer noch auf mich warten. Wenn ihr Fragen habt oder ähnliche Erfahrungen gemacht habt, schreibt mir. Ich bin gespannt auf eure Geschichten. Haben Sie eine Tüte dabei? Die Kassiererin fragte, haben Sie eine Tüte dabei? Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, wo die Haltestelle ist. Der Supermarkt? Ich kaufe Obst und Gemüse im Supermarkt. Die Einkaufsliste. Auf meiner Einkaufsliste stehen Milch und Brot. Die Kasse. Ich stand lange an der Kasse. Die Kassiererin. Die Kassiererin war sehr freundlich. Die Stofftasche. Ich benutze immer eine Stofftasche beim Einkaufen. Der Einkauf. Mein Einkauf war heute günstig. Der Preis. Der Preis ist heute gestiegen. Die Flasche. Ich habe eine Flasche Wasser gekauft. Die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit des Zuges war beeindruckend.
Die Bahn. Die Bahn ist heute pünktlich. Der Bahnhof. Am Bahnhof gibt es viele Geschäfte. Die Anzahl der Passagiere war sehr hoch. Der Zug war sehr schnell. Das öffentliche Verkehrsmittel. Ich benutze das öffentliche Verkehrsmittel jeden Tag. Die Kohlensäure. Dieses Wasser hat zu viel Kohlensäure. Das Trinkgeld. Ich habe der Kellnerin ein Trinkgeld gegeben. Der Teller. Auf dem Teller liegt ein Stück Kuchen. Die Ampel. Die Ampel ist gerade rot geworden. Der Müll. Der Müll wird getrennt gesammelt. Verwirrend. Diese Situation war wirklich verwirrend. Stempeln. Ich habe das Ticket gestempelt, bevor ich eingestiegen bin. Warten. Wir warten an der Ampel auf Grün. Trennen. In Deutschland wird Müll getrennt.